Ja, für einen Trainer ist natürlich im Trainingslager immer wichtig, dass du Top-Bedingungen hast, guten Rasenplatz, kurze Wege. Das war hier alles gegeben und also von daher sind wir sehr zufrieden. Und auch die Mannschaft hat hervorragend mitgezogen. Wir haben 14 Einheiten, wenn wir hier abreißen, die wir hinter uns haben, die Spieler in den Beinen haben. Und da muss ich einfach sagen, die Intensität, die war bis zum Schluss sehr, sehr hoch. Die Stimmung ist hervorragend. Man muss wirklich sagen, das Programm, das sie hier durchziehen mussten, war schon ziemlich tough. Und das Trainerteam, wir waren absolut zufrieden, auch mit der Einstellung, mit der Intensität, wie sie einfach auch sehr, sehr konzentriert das Ganze angegangen sind. Also von daher ist das erstmal für uns eine gute Basis und dann die Stimmung in der Mannschaft ist einfach auch gut, wenn sie zufrieden sind, wenn sie wissen, okay, auch das Training, das hat mir gut getan, das bringt mich weiter. Die Stimmung allgemein, muss man sagen, ist hervorragend. Wir haben einfach gute Jungs, gute Spieler hier, gute Mentalitäten in der Mannschaft. Deswegen sind wir da sehr zufrieden. Das ist so, dass wir das im Trainerteam immer besprechen. Im Groben habe ich vorgegeben, okay, was für Einheiten wir gestalten, zusammen gemeinsam mit dem Holger Broich, ja, der natürlich für die Fitness zuständig ist. Und gerade in der Vorbereitung in der ersten Woche haben wir natürlich schon den Schwerpunkt auch auf Fitness gelegt, aber auch natürlich versucht, taktische Inhalte dann zu setzen und das muss man halt koordinieren. Aber die Inhalte besprechen wir mit meinem Trainerteam und von daher ist es immer eine Abstimmung oder auch eine Diskussion, was jetzt gerade für Inhalte gut wären oder auch welche Übungen da wären. Und es macht Spaß, weil durch Kommunikation ist ja bekanntlich auch so, dass Wissen entsteht. Und deswegen ist es immer für mich ein hervorragender Prozess, um einfach auch jeden mitzunehmen und dann am Ende natürlich auch zu entscheiden, okay, was trainieren wir heute. Es war ja, ich nenne mal Ausdauer im Komplexen Fitness, beschreibe ich das mal. Das war natürlich schon so, dass das dieses Mal in der ersten Woche im Fokus stand. Und deswegen dreimal Training. Wir haben vormittags, also relativ früh um 7:30 Uhr den 30 Minuten Lauf gemacht und danach dann auch morgens noch einmal eher auf Fitness Wert gelegt. Und jetzt hat sie so Ende der Woche natürlich eher so in Richtung Taktik auch das Ganze sich verschoben. Und nächste Woche ab Dienstag haben wir nochmal einen Leistungstest und Mittwoch werden wir dann intensiv auch die Taktik nochmal einfach trainieren und da gucken, dass wir dann möglichst gut vorbereitet auf das erste Spiel sind. Ja, mit Lukas ist es einfach ein Prozess, den man von Tag zu Tag überwachen muss und dann auch dementsprechend anpassen muss. Wir sind sehr zufrieden aktuell mit dem, wie der Prozess verläuft. Also von daher aber jetzt zu sagen, okay, in 2, 3 oder 4 Wochen ist er mit dabei. Ich glaube, gerade in seiner Situation, 2 schwere Verletzungen innerhalb von einem Jahr, ist natürlich nicht ganz einfach. Deswegen ist, denke ich, auch einfach für uns wichtig, dass wir ihn wirklich so spielfähig machen, dass er natürlich auch topfit da ist schon. Und das ist auch unser Ziel, dass er, wenn er da ist, wenn er wieder einsatzfähig ist, dass er einfach auf 100% ist. Ja, das ist natürlich ganz ärgerlich, weil auf der einen Seite natürlich ein wichtiger Spieler fehlt, gerade auf den Außenpositionen. Und auf der anderen Seite natürlich gerade diese erste Woche für Serge Gnabry natürlich enorm wichtig gewesen wären. Auch eine gute Basis für die Rückrunde gewesen wären. Deswegen ist es ärgerlich, ja, aber man kann natürlich nichts machen. Und es ist so, dass wir auch da von Tag zu Tag schauen. Jetzt muss man einfach gucken, wie die nächsten Tage verlaufen. Ja. Er wird natürlich auch am Wochenende mehr Trainingseinheiten haben als die Spieler, die jetzt hier dabei waren. Am Samstag gegen Nürnberg kann er nicht dabei sein. Also von daher muss man da auch sehen, wie es weitergeht. Ich hoffe natürlich, dass er nächste Woche spätestens am Dienstag anfangen kann. Na, ich bin total zufrieden. Sie waren sehr konzentriert, sie haben alles so mitgemacht. Es ist schon einiges da, was im Campus da sich bewegt. Also von daher können wir zufrieden sein mit dem, aber letztendlich ist es noch ein weiter Weg, um irgendwann mal hier zu spielen bei den Profis. Deswegen müssen wir einfach gucken, dass wir sie kontinuierlich weiterentwickeln und dass wir sie natürlich auch behutsam weiterentwickeln. Ja,
es war einfach ein gutes Gespräch. Noch nicht über die sportlichen Inhalte, aber ich denke einfach für ihn ist es wichtig, dass man hier sich einfach mal kennenlernt und einfach mal reinschnuppert, okay, was ist da? Ich denke, dass eben das hier einfach mal wieder in einem Mannschaftshotel zu sein, ich kann es aus eigener Erfahrung auch sagen, wenn man da mal das ein oder andere an Monaten oder Jahre auch weg war, dass man sowas natürlich immer wieder mal gerne mitmacht und ich glaube auch, das wird auch für ihn so gewesen sein, auch wenn man hier sieht, die Bedingungen, die man hier hat, einfach klasse, hat ihm mit Sicherheit sehr gefallen.